Um einen neuen Workshop zu erstellen, erweitern Sie links in der Navigationsleiste zuerst die Option Dienstleistungen und Produkte. Klicken Sie anschließend auf Workshops, um diesen Bildschirm zu öffnen. Sie können den Workshop entweder einem bereits bestehenden Leistungsbereich zuweisen oder einen neuen Leistungsbereich erstellen. Da wir einen Yoga-Workshop anbieten möchten, werden wir einen neuen Leistungsbereich erstellen. Klicken Sie auf Plus Neuen Leistungsbereich erstellen. Klicken Sie danach im Pop-up-Fenster im Bereich Workshops auf Erstellen. Klicken Sie anschließend auf den Link Bearbeiten, um dem Leistungsbereich einen neuen Namen zuzuweisen. Geben Sie den Namen in das Feld ein und drücken Sie auf Ihrer Tastatur auf die Eingabetaste, um den Namen zu speichern. Klicken Sie als nächstes auf die Schaltfläche plus einen neuen Workshop hinzufügen. Auf dem Bildschirm Neuen Workshop erstellen müssen Sie als erstes die Workshop-Bezeichnung eingeben. Wählen Sie als nächstes im Dropdown-Menü Enrollment Category den zutreffenden Workshop-Bereich aus. Falls keiner zutreffend ist, wählen Sie die Option Other. Da in diesem Beispiel dem Leistungsbereich bisher noch kein Workshop-Bereich zugewiesen wurde, klicken Sie auf den Link Suggest New Category. Geben Sie im Pop-up-Fenster den Namen des Workshops-Bereichs in das Feld ein. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Send. Dann müssen Sie noch eine Workshop-Gruppe auswählen. Falls keine zutreffend ist, wählen Sie die Option Neu erstellen. Geben Sie im Pop-up-Fenster Neue Workshop-Art erstellen den Namen der neuen Workshop-Gruppe in das Feld ein. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Erstellen. Nachdem Sie die Workshop-Gruppe gewählt oder erstellt haben, müssen Sie eine Kursstufe wählen, falls zutreffend. Für dieses Beispiel wird keine Kursstufe benötigt. Sie haben auch die Möglichkeit, ein Bild hochzuladen. Nun wird die Workshop-Beschreibung hinzugefügt. Sie können diese aber auch noch hinzufügen, nachdem Sie den Workshop erstellt haben. Wenn Sie auf den Link Weitere Einstellungsmöglichkeiten klicken, haben Sie die Möglichkeit Teilnahmevoraussetzungen, Altersvoraussetzungen, Vermerke und Anmeldehinweise einzugeben. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Erstellen. Damit der Workshop gebucht werden kann, muss als nächstes geplant werden, wann er stattfinden soll. Navigieren Sie zum neu erstellten Leistungsbereich und klicken Sie rechts neben dem Namen des Workshops auf den Link Kurs planen. Auf dem nächsten Bildschirm wird oben der Name des Workshops angezeigt, für den Sie einen Zeitplan erstellen. Im Bereich Wann müssen Sie das Anfangs- und Enddatum eingeben, sowie die Tage auswählen, an denen er stattfinden soll und auch die Anfangs- und Endzeit. Im Bereich Mitarbeiter wählen Sie den Mitarbeiter und den Lohnsatz aus den jeweiligen Dropdown-Menüs aus.
Im Bereich Wo wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Raum, in dem der Workshop stattfinden soll. Bitte beachten Sie, dass die Auswahl eines Raums optional ist. Im Bereich Kunden müssen Sie die maximale Anzahl der Kunden eingeben, die sich für den Workshop sowie die Warteliste anmelden können. Jetzt müssen Sie im Bereich Online-Anmeldung die Online-Anmeldeoptionen festlegen. Wählen Sie zwischen Ja, Workshop-Anmeldung den Kunden online ermöglichen oder Nein. Geben Sie auch noch die maximale Anzahl an Kunden ein, die sich online für diesen Workshop anmelden können. Sie können diese Zahl beispielsweise auf einen niedrigeren Wert als Ihre Gesamtkapazität festlegen, um Platz für Drop-in-Kunden oder Kunden zu schaffen, die das Internet nicht nutzen. Beachten Sie außerdem, dass diese Zahl nicht größer sein kann als die Anzahl der Gesamtkapazität. Im Bereich Sonstiges haben Sie die Möglichkeit, den Workshop für Online-Voranmeldungen mit späterer Verrechnung zuzulassen oder Kunden an diesem Workshop kostenlos teilnehmen zu lassen. Wenn Sie auf den Link Erweiterte Einstellungen klicken, haben Sie zudem die Möglichkeit, Kunden nur an vereinzelten Tagen teilnehmen zu lassen oder sie nach Beginn des Workshops bei diesen anzumelden. Die beiden Einstellungen treffen nur auf mehrtägige Workshops zu. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Workshop. Damit Kunden den Workshop buchen können, müssen Sie diesem noch mindestens einen Tarif erstellen oder zuweisen. Bitte beachten Sie, Tarife können erst hinzugefügt werden, nachdem Sie einen Workshop geplant haben. Navigieren Sie dazu zum neu erstellten Leistungsbereich. Um einen Tarif zu erstellen, klicken Sie zuerst rechts neben dem Namen des Workshops auf den Link Tarif erstellen. Auf dem Bildschirm Tarif erstellen wird Ihnen ganz oben der Name, das Datum und der Zeitpunkt des Workshops angezeigt. Nachdem Sie diese Angaben überprüft haben, geben Sie zuerst die Tarifbezeichnung ein. Geben Sie als nächstes den Bruttopreis des Tarifs ein. Die Option Online-Verkauf ist standardmäßig aktiviert. Entfernen Sie den Haken, falls der Tarif nicht online verkauft werden soll. Damit die Mehrwertsteuer auf Quittungen und Rechnungen angezeigt wird, sollten Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Im Bereich Jeweils gültig für entscheiden Sie, wie lange der Tarif gültig ist. Standardmäßig wird hier 12 Monate ab dem Verkaufsdatum angezeigt. Wählen Sie als erstes die Anzahl der Monate oder Wochentage aus. Dann müssen Sie entscheiden, ob die Gültigkeit ab dem Verkaufsdatum oder ab dem Datum des ersten Besuchs beginnt. Für dieses Beispiel wählen wir Datum des ersten Kundenbesuchs. Jetzt muss die Anzahl der Tarifeinheiten eingegeben werden. Die Anzahl wird vom System vorgeschlagen. Das System entnimmt diese Information dem zuvor geplanten Workshopplan. Bitte beachten Sie, dass bei mehrtägigen Workshops die Anzahl der Einheiten mit denen der Tage übereinstimmen muss, an denen der Workshop stattfindet. Anschließend wird der Umsatzbereich zugewiesen, der zum Filtern der Informationen in den Berichten verwendet wird. Um die Berichte überschaulicher zu gestalten, erstellen wir in diesem Fall einen neuen Umsatzbereich für Anti-Aging Yoga. Geben Sie die Bezeichnung ein und klicken Sie dann auf Erstellen.
Wenn Sie auf den Link Weitere Einstellungsmöglichkeiten klicken, werden Ihnen zusätzliche Optionen wie Mitgliedschaftszuweisungen, Einführungsangebote und die Möglichkeit, den Tarif außerhalb eines Vertrags zu erwerben, angeboten. Klicken Sie abschließend auf Erstellen. Jetzt wissen Sie, wie Sie einen Workshop erstellen.